useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns das neue Event anschauen, Laternen der Zweisamkeit. Ja, es hat sich was verändert im Vergleich zur Vergangenheit, aber was hat sich verändert? Sind die Änderungen gut und lohnt es sich, für 10,99 € dieses Paket zu holen? Das wollen wir uns heute anschauen. Zuerst einmal, ich habe für euch das Event schon mal offen. Wie ihr seht, haben wir jetzt nun 3 Spalten anstatt 2 Spalten. Erstmal, was hat sich nicht verändert? Also, die Anzahl an goldenen Köpfen, die wir durch die ersten beiden Stufen hier bekommen, das heißt durch die 7000 Gems, die wir investieren, und die erste Freispalte, die wir so oder so bekommen, die hat sich nicht verändert. Das heißt, wir bekommen immer noch 35 goldene Köpfe insgesamt. Zudem bekommen wir auch noch die Anzahl der Gems. Das heißt, wir bekommen immer noch unsere 7000 Gems hier raus. Bei den Boostern bin ich mir nicht ganz sicher, sieht aber so aus wie sonst, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn die Systematik etwas anders zu sein scheint. Aber sonst sieht das vom Value relativ gleich aus im Vergleich zur Vergangenheit. Das heißt, wir bekommen hier wirklich nicht weniger. Wir haben bloß die Option, indem wir noch was investieren, in der dritten Spalte noch was rauszubekommen. Aber was ist neu in dieser dritten Spalte? Was bekommen wir wirklich mehr? Wie ihr eben gerade schon beim Durchscrollen gesehen habt, haben wir einige interessante Sachen. Also wir bekommen relativ häufig immer Materialien. Was auch sehr, sehr interessant ist, ist dieses Buntpapier. Das, was wir wirklich brauchen, um hier die Level voranzubringen, das geben sie uns hier mit. Es hat so ein bisschen was von Luzern, wo wir diese ersten 10 Level geschenkt bekommen. So in die Richtung stelle ich mir das hier gerade vor. Das kommt auch mal häufiger vor. Man hat auch immer diese Wahlkisten für die Brust in dem Fall, für die Lila. Hat man durchgehend dabei, das heißt, da kommen insgesamt auf 30 Fragmente. Das heißt, man hat hier eine Wahlbrust sozusagen für diese 10 €, was gar nicht so schlecht ist, schon allein das. Da haben manche Pakete deutlich mehr Geld von uns verlangt. Beispielsweise die limitierten, die wir erst hatten im KVK. Materialien bekommen wir auch häufiger, wie wir sehen. Hier blau, dann haben wir unten nochmal lila und ganz unten kommen noch 2 Legimats. Insgesamt erhalten wir umgerechnet 45 blaue Materialkisten auch noch in diesem Bundle dazu. Stundentechnisch haben wir hier einen 3-Tages-Booster und auch diverse andere Stunden. Das heißt, wir haben hier insgesamt 124 Stunden Booster, die wir auch noch bekommen. Zudem auch noch ein paar Ressourcen hier, wie man sieht. Kristallschlüssel haben wir 1, 2 dabei. VIP-Punkte bekommen wir insgesamt 1500. Ist jetzt nicht fantastisch, aber schon gar nicht schlecht, wenn man die auch noch mit drauf bekommt. Also Gesamtvalue hiervon gesehen, für diese 10 €, das ist schon echt gut. Also, dass du es auf einmal so bekommst, es ist schon lohnenswert, sich das zu holen. Es geht halt mehr in die Richtung, was wir schon gesehen haben. Erste Spalte ist die Standardspalte, die zweite ist so ein bisschen Commander-mäßig, gerade mit den goldenen Köpfen, und die dritte geht eher so in Equipment. Da hat man viel Materialien dabei, Blaupausen, und da kann man sich persönlich entscheiden. Also, wann sollt ihr sagen, okay, ich hole mir die dritte Spalte dazu? Wenn ihr sowieso immer diese Weekly Bundles und sowas habt, also die ganzen, die durchlaufen, dann ist auf jeden Fall eine Option. Und gerade wenn ihr sagt, okay, langfristig will ich auch mit meinem Equipment planen, dann solltet ihr diese Spalte hier auch holen. Zudem durch dieses Erleichterte, gerade hier mit diesem Buntpapier, wird es nicht mehr so schwierig am Ende, weil gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, in der Woche die letzten Level zu erreichen, nochmal deutlich angenehmer, und das ist auch einen schönen Beigeschmack natürlich. Grundsätzlich zu der restlichen Systematik hat sich nicht viel verändert. Wir bekommen normal auch wieder diese Briefumschläge, das heißt jetzt in der Zeit, wo das Event ist, sollte man auf die Chats achten und da ein bisschen aktiv sein, da man echt schöne Belohnungen draus bekommen kann. Wenn ich mich recht entsinne, waren da bis zu 8 Stunden Booster drin, was immer ganz nett war, wenn man die mal so einfach geschenkt bekommen hat. Zu der Thematik, wie man das wieder bekommt. Wir haben auch wieder 2 Möglichkeiten. Einmal das ganz normale Event, wie wir es kennen hier, wo wir die Aufgaben erfüllen, ein bisschen von dem Buntpapier erhalten. Die Belohnungen hier oben drin sind gleich geblieben, die lila Köpfe und ein paar 5-Minuten-Booster. Und dann haben wir das im Grunde genommen wie bei der strategischen Reserve. Ihr könnt im Grunde genommen über die Wildsammlung, Sammlung der Stadt oder Bahn dies erhalten. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ey, ich habe nicht so viel Zeit in der Woche, ich muss arbeiten, aber habt abends immer so 2-3 Stunden, wie könnt ihr da wirklich schnell viel machen? Da gibt es ein paar kleine Tricks. Die richtigen Runen einsammeln, entweder für die Stadtsammlung oder für die Ressourcensammlung auf der Map. Und dann in der Stadt stellt euch einen Timer so 20, 25 Minuten, basiert drauf, wie weit sind eure Gebäude, dass ihr eine gewisse Anzahl an Ressourcen gesammelt habt. Und dann holt ihr die in diesem Zeitraum immer ab. Weil das ist genau die Grenze, dass ihr ein Buntpapier bekommen würdet. Das gleiche gibt es auch bei der Wildsammlung. Dort könnt ihr auch im Grunde genommen Märsche rausschicken, die so von 100 bis 130.000, irgendwo dazwischen. Dass ihr da so viele Ressourcen raussammelt und die dann wieder zurücklaufen lasst, das geht relativ fix im Vergleich, wenn wir sonst 1 Million sammeln. Und da bekommt ihr jedes Mal, seid ihr auf der Grenze zu einer Belohnung. Bei jedem Ressourcensammler. Das läppert sich natürlich. Hierbei sollt ihr auch darauf achten, dass ihr gerade hauptsächlich Food und Holz farmt. Ich weiß, aktuell ist es so, man spart Gold fürs nächste KVK. Aber hier geht es nicht darum, wie viel diese Ressource wert ist. Also in anderen Events hat man es ja wie Mighty's Governor, wo man sammelt. Das hat eine andere Punktewertung. Nein, hier geht es rein um die Quantität. Und daher bekommt ihr dann natürlich auch mit
Holz und Food, was ihr viel schneller sammelt. Mehr Kisten. Daher würde ich raten, wenn ihr wirklich mal richtig Buntpapier machen wollt, schnell, macht das mit Food und Holz. Und den Rest über Nacht oder ähnliches farmt ihr euer wieder Gold. Und dann passt das schon. Ja, so, werte Freunde, das war dann auch schon die heutige Folge zum neuen Event. Ob sich das lohnt. Fragt sich nochmal endgültig. Ja, diese neue Spalte ist sehr, sehr interessant, gerade in Bezug auf Equipment, Blaupausen, aber auch Booster bringt das sehr, sehr viel mit für den Value, was wir bezahlen müssen. Da würde ich sagen, wenn ihr ein Spieler seid, der langfristig plant, ist das auf jeden Fall ein Paket, was man mitnehmen sollte. Weil wenn man das mit Paketen im Shop vergleicht, ist das definitiv deutlich, deutlich besser. Das Event war schon vorher mit eins der coolsten hier im Game, da wir ohne Geld vorher sehr, sehr viel goldene Köpfe bekommen haben. Und das Value, klar, jetzt müssen wir etwas Geld investieren, das Value dieses Events wird noch größer. Man kann sich immer noch mehr auf dieses Event freuen, da man noch mehr bekommt dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.